Ausländer, die Terrorakte verherrlichen, die sollen nämlich künftig schneller aus Deutschland ausgewiesen werden können. Einen entsprechenden Gesetzentwurf von Innenministerin Nancy Faeser für eine solche Verschärfung des Ausweisungsrechts wird das Bundeskabinett heute verabschieden. Aus Regierungskreisen heißt es, künftig könne dann schon ein einzelner Kommentar in sozialen Medien, der eine solche Tat verherrliche oder gutheiße, ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse begründen. Die SPD-Politikerin reagiert mit dem Entwurf auf Hasspostings, die im Netz beispielsweise nach dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel und nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim veröffentlicht wurden. Und damit in den Deutschen Bundestag zu Dorothea Schopelius. Dorothea, guten Morgen. Also dieser Vorschlag, der klingt erstmal so vernünftig. Ein Posting soll dann reichen. Ein Gerichtsentscheid soll gar nicht nötig sein dafür. Ist das denn überhaupt dann in der Praxis auch wirklich so umsetzbar? Guten Morgen aus dem Deutschen Bundestag. Zumindest gibt es bisher keine konkreten Hinweise oder Versprechungen auf einen möglichen Ausbau bestimmter Behörden. Das wäre ja auch schon mal ein wichtiger Schritt, um die Personalbasis überhaupt zu liefern, um all diesen Hetzkommentaren im Internet dann gerecht zu werden. Seit Oktober 2023 sind vom Bundeskriminalamt 10.700 Hasspostings bezüglich Terrorismus gelöscht worden. Ab jetzt soll ein Kommentar ausreichen. Wer Terror verherrlicht und keinen deutschen Pass hat, soll ausgewiesen und abgeschoben werden. Doch auch hier konkret, die Innenministerin sagte, wer keinen deutschen Pass hat und Terror verherrlicht, soll wo immer möglich ausgewiesen und abgeschoben werden. Und da wären wir auch schon beim Kern. Abschiebungen in Deutschland bleiben nicht leicht. Die Innenministerin sichert sich mit der Aussage, wo immer möglich ab. Es gibt nach wie vor nicht genügend Rückführungsabkommen. Es gibt einen Abschiebestopp nach Syrien und Afghanistan. Und von den über 200.000 ausreisepflichtigen Menschen in Deutschland leben über 190.000 unter der Kategorie Duldung. In diese Kategorie fallen nicht nur Krankheit und Verfolgung im eigenen Heimatland, sondern zum Beispiel auch das Nichtauffinden des eigenen Passes. Abschiebungen und Ausweisungen bleiben also genauso schwierig wie vorher. Und diese Aussage der Bundesinnenministerin schließt an ein Versprechen des Bundeskanzlers aus einer Regierungserklärung an. Und dass diese Aussagen im Rahmen der beginnenden Wahlkämpfe im Osten getätigt werden, das ist eine nicht zu weit fernliegende Vermutung, denn die SPD kratzt im Osten teilweise an der 5%-Marke. Die Innenministerin möchte ihrer eigenen Partei hier unter die Arme greifen, denn in Sachsen und Thüringen ist das Thema Migration, Ausweisungen und Abschiebungen auf Platz 1. Und die als teilweise rechtsextrem eingestufte AfD hat es nicht nur geschafft, ein sehr solides Europawahlergebnis einzufahren, sondern eben auch im Osten teilweise mit Abstand auf Platz 1 zu liegen. Vor knapp einem Jahr versprach die Bundesinnenministerin einen Switch in der Migrationspolitik und eine wirkliche drastische Wende in der Asylpolitik im Deutschen Bundestag, die hat es bisher nicht wirklich gegeben. Du vermutest also hier auch ein Wahlkampfmanöver. Dorothea, danke schön.